Guck mal, am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle gehen mit einem Kopftuch ist einfach eine unmögliche Sache. Man kann nicht mit Frieden diesen Flughafen betreten. Geht nicht! Assalamu alaikum, Habubdis. Ich freue mich übertrieben, dass ihr wieder da seid. Wie es mir geht, Alhamdulillah muy bien. Aber ich schwöre euch, vor 6 Wochen, dieser Alhamdulillah muy bien war nicht so. Ich bin damals, vor 6 Wochen also, von Deutschland nach Korea, von Korea nach Japan, von Japan zurück nach Korea und dann wieder zurück nach Deutschland geflogen für ein Programm, weil man ist krass. Man wurde eingeladen am Flughafen mit so einer Gestalt. Hat nicht funktioniert. Kennt ihr, wenn ihr so 2 Magnete habt? Versuchst du einmitteln, aber geht nicht. Geht einfach nicht. Rewind zum Beginning. Ich komme rein in diesen Boarding-Bereich. Man sieht, du weißt doch, so diese Security-Check, Mac, dies, das. Man zieht die Sachen aufs Band. Aus irgendeinem Grund, okay? Guck mal, da sind ganz viele Menschen aber aus irgendeinem Grund, ich spüre so ein Pieken in meinen Nacken. Ich denke mir so, Allah, was ist das? Ich gucke nach rechts, ich sehe nur hinter dem Metalldetektor sind 2 Menschen, diese Security-Kontrolleure, die mich angucken. Keiner hat verstanden. Keiner hat verstanden, warum. Und ich habe in dem Moment dann auch schon verstanden, okay, jetzt kommen wieder diese Filme. Egal, khalas, was soll man machen? Ich muss da durchgehen. Ich habe keine Wahl, ich kann nicht von der Seite oder so. Geht nicht, ich muss da durch, okay? Richtig überambitioniert, ha? Die denken, die sind so Beauftragte vom Universum. Nicht Captain Amerika, sondern Captain Berlin und Captain Tegel. Im Namen des Flughafens werden wir dich bestrafen. Guck mal, das Beste ist, ich näher mich diesem Metalldetektor und dieses Eye-Catching geht die ganze Zeit weiter. Captain Berlin und Captain Dings Tegel, wir gucken uns die ganze Zeit an, aber währenddessen die Leute vor mir, die in der Schlange stehen, die gucken die nicht schon den Arsch an. Ich schwöre, die laufen einfach durch diesen Metalldetektor und geben sich auch noch währenddessen so High Five. Kennt ihr? Metalldetektor schlägt aus, High Five, schlägt auch mal aus, High Five. Ist denen egal. Hauptsache die ganze Zeit, Fokus ist auf diesen Menschen, auf mich, yani. Ich blinzel einmal, oh, hier hinten die Frau, sie schreibt auf. Frau mit Kopftuch hat geblinzelt, sie macht Protokoll. So, okay, yani, die Leute vor mir sind durchgelaufen, ich bin dran, ich laufe durch den Metalldetektor. Natürlich kommt ein Geräusch, war ja klar. Und ich höre nur, wie der Typ, der Kontrolleur, der Erste, er sagt nur, ja, ganz stark. Ich kann nicht. In meinem Leben, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich so gefreut hat, dass ein Metalldetektor ausgeschlagen hat. Ich bin gestorben. Ich stand mir so, Ulan, ach, tut mir leid, dass mein BH-Bügel deinen Metalldetektor nervös macht. Ich schwöre, was soll ich machen? Captain Berlin, ich gucke in seine Augen, ich schwöre, seine Augen, sie glitzern. Das sind die glücklichsten Augen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich schwöre, man denkt, er hat gerade geheiratet, so glücklich er ist gerade, okay? Wäre ich nicht da gewesen. Sie hätten locker angefangen zu tanzen. Links, sie hätten so eine neue Lyric gemacht, Popsong. I love my job, I'm so happy. Klatsch mit mir, wenn du glaubst, dass sie heute nicht mehr fliegt. I'm so happy, klatsch mit mir, wenn du glaubst, dass sie heute nicht mehr fliegt. Okay, bis zu diesem Punkt ist okay. Man könnte denken, vielleicht bilde ich mir auch einfach nur was ein, okay? Und vielleicht habe ich auch aus Versehen ein bisschen mitgetanzt. Ja, ein bisschen Booty Shake ist immer mit drin, okay? Aber alles, was ab diesem Punkt danach gekommen ist, es gibt keine Worte. Es gibt keine Worte. Das nächste, was ich höre, ist nur, wie Captain Tegel mich anbellt. Sie fängt an mit Burpees. Sie springt, dann sieht man so ihre Haare, bam, bam. Dann sie nimmt sich so einen Koffer, einfach nur um zu demonstrieren. Sie kommt so mit einem Squat runter. Dann geht sie wieder runter. In dieser Zeit kommt Captain Berlin, okay? Kennt ihr diese Magnesiumpulver, weißt du, wenn man so Hanteltraining macht? Er kommt so, er steckt ihr so ins Gesicht, boom, boom. Dann, ich höre wieder nur. Ich höre mir so, Entschuldigung, können Sie bitte ein bisschen deutlicher sprechen? Und dann beginnt sie, mein Kopftuch abzutasten. Aber wisst ihr wie? Ja, Habibi, Mann, sie denkt, es ist ein Hammer. Sie denkt, es ist ein Teig. Sie denkt, sie muss so 10 Minuten lang Tiefenlinksmassage machen mit meinem Kopftuch. Ja, sie ist so rangegangen, mein Kopftuch man sieht so, rutscht nach hinten ab. Ich halte mein Kopftuch fest, damit nicht abrutscht und ich sage, bitte nicht so doll, mein Kopftuch rutscht ab. Und dann die Frau, ihr Gesicht ist vor meinem Gesicht 2 Zentimeter entfernt. Ja, Kabine! Das Beste ist der Typ hinten, Captain Berlin. Ich höre nur, er macht Echo. Ja, Kabine! Ich denke mir nur, Hadi Yazdak, lass mal Kabine gehen. Hätte nur gefehlt, dass sie wieder tanzen. Nein, ich schwöre. Guck mal, ich folge Berlin Tegel in die Kabine. Währenddessen kommt eine andere Kontrolleurin mit. Man weiß aber nicht, wer sie ist, okay? Wahrscheinlich so Captain Berlin Brandenburg, weil ihr wisst doch, hat keinen Job, sie muss hier arbeiten.
Captain Tegel bellt nach wie vor, Kopftuch abmachen. Dann, sie nimmt mein Untertuch, was ich unter meinem Kopftuch trage quasi, und sie drückt es so, so presst so, als wäre so eine leere Zahnpastatube. Aber was glaubst du, kommt da jetzt raus? Sie denkt so, oh, noch ein bisschen, dann kommt Samurai-Schwert raus. Und guck mal, während sie dieses Tuch-Dings kontrolliert, okay, man sieht so, sie kriegt so langsam einen Anfall. Aber wisst ihr warum? Ich weiß warum. Guck mal, sie sieht eine Asiatin vor sich, aber sie trägt auch ein Kopftuch. Wisst ihr, das sind so zwei Kategorien, passt nicht. Für sie ist so, oh mein Gott, was für ein Dings ist. Was ist das für eine Kategorie? Man weiß nicht. Aber dann sagt sie so, aber warte, ich kenne alle Jackie Chan-Filme. Das ist einfach nur ein muslimischer Jackie Chan. Sie testet die Dings, tastet alles weiter ab, in der Hoffnung, dass so ein Nunchaku rausfällt. Nicht mit so Holz, sondern mit so Dynamitstangen. Wisst ihr, was ich meine? Dann, sie dreht sich zu mir, okay? Sie guckt mich an, sie kommt näher. Und sie setzt ihre Finger an meinem Haaransatz an und fängt an zu graben, Dicker. Es war so eklig, Alter. Ich war in dem Moment, ich habe mich so gedemütigt und so eklig gefühlt. Ich weiß nicht mehr, ob sie Handschuhe anhat, aber sie geht einfach nur rein, sie gräbt. Hätte nur noch gefehlt, dass sie so ein Dings macht, so. Muslimischer Jackie Chan. Muslimischer Jackie Chan. Ich hab dich. Zeig mir deine Waffen, wo bist du? Ich sag mir so die ganze Zeit, ich versuche mich zu beruhigen. Ich so, Esra, ist okay, Geduld, gleich ist es vorbei. In diesem Moment, ich höre nur diese Hexe, wie sie wieder bellt. Oh nein! Ich gucke sie an mit dem Teufelsblick, den ich wusste nicht mal, dass ich sowas drauf habe. Ich sag, wie? Sie wird handgreiflich, sie will mich so mit Gewalt umdrehen. Und dann, in diesem Moment, sie war nicht vorbereitet. Sie wollte Jackie Chan und dann, ich gebe dem muslimischen Jackie Chan. Pam! Ich habe eine Bombe gegeben. Ich schlag so weg ihre Hand. Ich guck diese Hässlichkeit an. Ich sag ihr, Olan, fass mich nicht nochmal an. Ich guck Captain Berlin-Brandenburg an. Ich sag, Olan, du Hässlichkeit, komm du mal her. Kontrollier mich, du ziehst sowieso nicht durch. Du Lappen. Yalla, Captain Tegel beleidigt, sie geht raus. Captain Berlin-Brandenburg kommt zu mir. Man sieht an ihrem Gesicht, sie schämt sich für das, was gerade passiert ist. Sie sagt noch so, ja, die Kollegin ist normalerweise nicht so drauf. Sie macht noch so ihre obligatorischen 1, 2, sie fässt noch so meine Haare an. Ich denke mir so, Alhamdulillah, es ist vorbei, Esra, alles ist okay. In diesem Moment, ich will meinen Kopf machen. Was macht diese Frau, Captain Berlin-Brandenburg? Sie reißt einfach Vorhang, dieser Eingang zur Kabine, auf zum Boardingbereich. Ich habe aber kein Kopftuch auf. Guck mal, Habibis, diese ganze Story, ja, ich weiß, wir haben ein bisschen Salz reingemacht, wir haben ein bisschen Curry hinzugefügt, ein bisschen Pulbiber, weißt du, ein bisschen mehr Gewürze reingeholt, damit die Story ein bisschen juicy wird. Aber in der Essenz ist es genauso abgelaufen. Aber dieser Moment, als ich diese Hand weggeschlagen habe und ihr gesagt habe, sie soll mich nicht anfassen, ich schwöre euch, es war der empowerndste Moment. Und wisst ihr warum? Weil ich eine Grenze gesetzt habe. Ich habe ihr ganz klar gesagt, nie so. Halt, stopp! Ich verstehe, ihr müsst für die Sicherheit sorgen. Ich verstehe auch, da kommen bestimmt richtige Pfeifen durch diese Kontrolle. Ich bin mir sicher. Aber behandelt mich doch nicht von vornherein, von Anfang an wie eine Schwerverbrecherin. Und dann bin ich Esra Bin Laden oder was? Behandelt mich doch so wie jede andere Person auch. Und dann, ihr könnt mir nichts erzählen, ich war danach noch an 3 internationalen Flughäfen nach diesem Dings. Ich war noch in Korea, in Japan und dann nochmal in Korea und keiner hat mich so behandelt. Also erzählt mir keine Scheiße. Hier gibt es ein Abo und Esras letztes Video da. Hier unten geht's zur Funkwelt, ja, das ist doch wunderbar. Hey!